Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video und zu einem Thema, das uns alle betrifft. Beautyfilter. In einer Welt, in der ein Wisch über dem Bildschirm unser Aussehen komplett verändern kann, stellt sich immer mehr die Frage, wie stark beeinflussen diese digitalen Masken unsere wahre Identität. In diesem Video möchte ich mit euch in die schillernde und auch trügerische Welt der Beautyfilter eintauchen und herausfinden, was hinter dem perfekten Selfie steckt. Beautyfilter sind mittlerweile allgegenwärtig. Du findest sie auf Social-Media-Plattformen, in Dating-Apps und sogar in Chatprogrammen. Sie sind ein fester Bestandteil unserer modernen Welt geworden. Aber wie konnten sie sich so rasch in den Alltag integrieren? Habt ihr euch das einmal gefragt? Sie machen uns schön. Sie geben uns ein Gefühl von Schönheit und Perfektion. Ein Gefühl, das wir alle erleben möchten. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir alle schon einmal ein Makeover mit einem Filter gemacht, oder? Die Haut glatter gemacht, Pickel retuschiert, die Augen größer gemacht. Vielleicht mittlerweile kannst du ja auch deine Nase korrigieren, deine Lippen größer machen, deine Wangenknochen hochsetzen, also so ein bisschen Bodytuning. KI, ne, die künstliche Intelligenz, also das ist Next Level, würde ich sagen. Das Konzept von Beautyfiltern ist nicht neu, denn in den 90er Jahren gab es bereits Bilderbearbeitungsprogramme, mit denen du deine Bilder retuschieren konntest. Mit Social Media und den ganzen Smartphone-Apps haben diese Filter allerdings eine große Verbreitung gefunden. Heute gibt es tausende von Filtern, die dir dabei helfen, deine Bilder zu verschönern. Das Faszinierende am Beautyfiltern ist, dass sie dein Aussehen ändern, ohne dass du tatsächlich irgendetwas an deinem Körper verändern musst. Die Frage ist doch hier nur, wird man dadurch selbstbewusster oder doch unsicherer? Wir leben in einer Welt, die von perfekten Bildern und Videos überquillt. Überall gibt es perfekte Haare, schöne Haut, schöne Figur, schönes Make-up und wir fangen an, uns gegenseitig zu vergleichen. Und je mehr wir uns vergleichen, desto mehr wollen wir dem Idealbild entsprechen. Wir zweifeln an unsere natürliche Schönheit, wir werden unsicherer, vielleicht mögen wir uns auch nicht mehr ungeschminkt im Spiegel anschauen, denn jeder zeigt sich mittlerweile ungeschminkt mit Filter, ne? Auch gerade Produktplatzierung. Und ich denke, dass wir uns auf Dauer auch ein bisschen von der Realität trennen, wenn wir nur noch gefiltert sind. Es gibt Psychologen, die sind der Meinung, dass es einen negativen Einfluss auf unsere Psyche hätte, da wir unsere eigene Schönheit nicht mehr selbst bestimmen und nur noch gefiltert sind. Es gibt sogar Forschungen, die gezeigt haben, dass Beautyfilter zu einer Art Abhängigkeit führen können, denn wir entwickeln ein Gefühl von Perfektion, das wir nicht mehr loslassen wollen. Wir sehen uns perfekt, wir sehen uns mit einer besseren Haut, wir sehen uns mit schöneren Haaren oder mit einem perfekten Make-up und das ist ein Gefühl, das wir entwickeln und wir wollen daran festhalten und ich glaube, da ist etwas Wahres dran. Denn ich habe eine Zeit lang oft Beautyfilter benutzt, überwiegend in den Stories, also Instagram-Stories, ne? Also das jetzt mit Bildern und so, das war mir ein bisschen too much. Irgendwann habe ich das aber nicht mehr so gefühlt. Ich fing an, weniger Filter zu benutzen. Ich kam mir auch blöd vor, ne? Also das war halt nicht mehr so real. Das war eigentlich gar nicht real. Aber manchmal hat man Filter benutzt, weil man sich eben verschönern wollte. Dann hatte man eine schlechte Haut oder so. Ich kann es verstehen. Ich kann es definitiv verstehen. Aber mir war das auch irgendwann zu nervig, dauernd den Filter rauszusuchen. Dann machst du eine Story und dann war der Filter weg. Ja, komm. So, das war mir irgendwann zu nervig. Wenn du in der Instagram-Story einen Filter benutzt, wird der normalerweise gekennzeichnet, damit jeder sieht, dass du einen Filter benutzt. Ist ja auch nicht schlimm. Es gibt aber immer mehr Frauen, die wollen das umgehen. Die laden dann auf Snapchat eine Story hoch oder die nehmen auf Snapchat die Story auf und laden sie dann auf Instagram hoch und somit umgehen sie der Kennzeichnung. Also im Prinzip benutzen sie einen Filter, aber es soll keiner sehen oder keiner wissen, dass sie eigentlich einen Filter benutzen. Ich bin aber der Meinung, dass Beautyfilter definitiv nicht der Wahrheit entsprechen. Sie entsprechen nicht der Realität. Und es wird dann schwierig, wenn man das vergisst. Wenn man sich ohne nicht mehr zeigen will, wenn man sich ohne nicht mehr zeigen kann, wenn man zweifelt, wenn man sich ohne nicht mehr schön findet. Schönheit ist doch subjektiv, oder? Was für mich schön ist, muss für dich noch lange nicht schön sein. Aber irgendwie haben wir uns alle von der Idee überzeugen lassen, dass es nur ein einziges Ideal gibt. Und das ist das Problem, denn Beautyfilter zeigen nur ein einziges Ideal, das Ideal der Perfektion. Vielleicht sollte man sich manchmal fragen, warum benutze ich Beautyfilter? Mache ich das, weil ich es mag? Mache ich das, weil ich mich verstecken will? Will ich die Person sein? Will ich nur noch gefiltert rumrennen? Ist das mein Stil oder so? Es gibt Kanäle, die bauen sich so auf. Die haben eine mega große Reichweite so bekommen. Auch das ist in Ordnung. Was ich euch damit sagen will, ist, dass man die ganze Geschichte immer etwas kritisch betrachten sollte. Man muss sie aber
aber nicht ablehnen. Beautyfilter sind nicht unbedingt schlecht und vor allem ist Social Media zu einer Lebensrealität geworden mit all ihren Vor- und Nachteilen. Es kommt immer darauf an, was du daraus machst. Und am Ende haben wir alle Poren. Ja. Und sie werden im Laufe des Lebens größer. Und damit muss man ja irgendwie klarkommen, ne? Ob man will oder nicht. Ich meine, ich kann ja nicht gefiltert vor die Tür gehen. Es sei denn, KI macht das irgendwann. Es sei denn, KI kommt und sagt, ha, so, ab jetzt musst du nicht mehr ungefiltert raus. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wir sind alle in der realen Welt zu Hause. Es muss für uns okay sein, den Filter zu entfernen und zu sagen, so, gar kein Problem, ich gehe so raus. Ich habe gar keine Probleme, vielleicht meine grauen Haare zu zeigen, meine Poren oder wie auch immer. Dass man sich nicht immer wohlfühlt damit, verstehe ich absolut. Was haltet ihr von Beautyfiltern? Hinterlasst mir sehr gerne euer Feedback dazu. Kommt ihr damit klar oder generell auch gefilterte Bilder? Einige sehen das ja sehr locker oder finden das jetzt nicht so schlimm. Ich auch nicht so. Also ich komme damit auch klar. Ich denke, wir sind auch im digitalen Wandel. KI wird noch einiges verändern. Ja, die KI hat schon einiges verändert und ich glaube, da kommt noch mehr. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal ungefiltert wiedersehen. Habt eine schöne Woche. Tschüss!